Der Herbst ist nicht nur kalt, nass und grau, im Herbst gibt es auch noch viel Schönes und manches ist einzigartig und sogar nur in genau dieser Jahreszeit zu haben. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um 5 Dinge, die es nur im Herbst gibt. Bunt, bunter am buntesten. Ein anderes Bunt als noch im Sommer, denn nun färben sich die Blätter der Bäume und jeder Baum hat dabei seinen eigenen Farbton. Sogar Früchte fallen nun mehr auf als noch im Sommer. Eigentlich müsste man aber statt die Blätter färben sich sagen, die Blätter entfärben sich. Denn was die Bäume hier betreiben, sind Schutz- und Sparmaßnahmen. Das Chlorophyll, die Proteine, der Zucker, das alles in den Blättern gespeichert ist und sehr wertvoll für den Baum ist, wird über den Winter in den Wurzeln und im Stamm des Baums eingelagert. Zurück bleiben am Baum Blätter, denen immer mehr grüner Farbstoff fehlt und die deshalb immer, je nach Baumart, röter oder gelber werden. Und wenn der Saftstrom dann auch noch unterbrochen wird, schließlich beim leichtesten Windhauch vom Baum herunterfallen. Herbstzeit ist Erntezeit. Natürlich kann man das ganze Jahr über ernten, aber die Haupterntezeit ist der Herbst und jetzt ist die Ernte auch meist überreichlich. Deshalb wohl gibt es Spezialitäten, die es nur im Herbst gibt und jede Region hat so ihre eigenen. Quitten zum Beispiel. Marmelo, wie die Quitte in Portugal heißt und aus dem dann das deutsche Wort für Marmelade wurde. Aus Quitten kann man aber nicht nur Süßes wie Marmelade und Gelee zubereiten, sondern auch Wein, Likör und Schnaps herstellen. Nur im Herbst kann man auch Esskastanien sammeln, die frisch geröstet lecker schmecken. Sie schmecken aber auch als Beilage, passen zum Beispiel gut zu Rosenkohl, pur als Gemüse, Suppe oder in Soßen und waren früher ein Arme-Leute-Essen. Beliebt hier in der Pfalz und im Saarland ist auch der Zwiebelkuchen und getrunken wird dazu traditionell Federweißer. Das ist junger, noch nicht fertig gegärter Wein, auch Bitzler genannt. Gibt es in eurer Region spezielle Herbstgerichte? Pilze, Pilze, Pilze. Der Herbst ist der Hauptsammelmonat für Pilze. Nun kann man ihnen fast beim Wachsen zusehen und unzählige Sorten entdecken. Auch wenn sie im Wald wachsen, Pilze sind eigentlich keine Pflanzen, aber auch keine Tiere. Die Antwort darauf, was Pilze überhaupt sind, lautet weder noch. Pilze gehören zu den Eukaryoten, zu den Lebewesen mit einem Zellkern und dazu gehören auch Menschen. Wer das genauer mit den Eukaryoten wissen möchte, unten ist ein Link dazu. Die ideale Zeit um. Der Titel hierfür müsste eigentlich lauten, was es nicht im Herbst gibt, nämlich Schnecken. Und zwar, weil die jetzt in ihr Winterlager zurückwandern und deshalb stimmt der Titel doch wieder. Denn jetzt ist die ideale Zeit, um Salat und Gemüse zu pflanzen, ohne dass er von den Schnecken weggefressen wird. Feldsalatpflanzen im Herbst kennt jeder. Aber da geht noch mehr, zum Beispiel Pflücksalat, Grünkohl oder Spinat. Der Vorteil der Herbstpflanzung ist aber auch, dass man kaum gießen muss und lästiges Unkraut längst im Ruhemodus ist. Wer dazu mehr wissen möchte, auch dazu gibt es unten einen Videolink. Herbstzeit ist Pflanzzeit. Solange es noch keinen Frost gibt und man mit dem Spaten noch in den Boden kommt, ist der Herbst auch die beste Zeit, um Bäume, Sträucher und Rosen zu pflanzen. Nur im Herbst und Frühjahr bekommt man die Pflanzen auch nackt, also wurzelnackt, ohne Topf und Erdballen, was auch Geld spart. Rosen und Gehölze haben jetzt immer noch genügend Zeit, ausreichend Wurzeln zu bilden und können im nächsten Frühjahr gleich durchstarten, denn sie sind schon angewachsen. Einmal angießen und das war es dann auch meist schon mit dem Gießen im Herbst. Den Rest erledigt die Natur. Im späten Frühjahr und Sommer sind solche Pflanzungen meist aufwendiger. Es ist trockener und auch viele Schädlinge sind bereits unterwegs.
Trotzdem bange ich im Frühjahr und bin froh, wenn sich die ersten grünen Knospen an den neuen Pflanzen zeigen und man endlich sieht, dass die neue Pflanze den Winter gut überstanden hat. Das waren 5 Dinge, die es nur im Herbst gibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Geh wie Garten. Tschüss!